Plug-in-Festivals. Die Storys dieser Firma, die sind so unglaublich wie die Firma selber. Wir sind in München. Ist das schon München hier? Ja, ist gerade so. Steht da München auf der Postleitzahl oder? Nee, noch nicht. Also das Landkreis München, Plug-in-Festivals, die da ist, zwei junge Männer. Ich grüße dich ganz herzlich, Sebastian. Hi, servus Sven, Sebastian. Ja. Und du bist auch Sebastian. Genau, Sebastian, servus, hi. Ja, zweiter Drehtermin. Ich bin tatsächlich in der Nähe von München gefahren. Wo sind wir ganz genau? Wir sind in Gröbenzell, 20 Kilometer von München ungefähr, aber eigener Landkreis, beziehungsweise Landkreis Fürstenfeldbruck. Alter, du bist schon 30? Ich bin kurz vor den 30. Halbes Jahr noch. Ja, ich freue mich. Warum? Ich weiß nicht. Dann wird man älter. Darf nicht immer jünger werden. So, ich zeig mal gerade. Plug-in-Festivals, ihr beide. Du bist, wie alt bist du? 28, ich bin noch lange nicht 30. Habt ihr jemals gefeiert im Leben? Ja, schon sehr, sehr oft. Zu oft fast schon. Na gut, ihr seid ja noch jung, ich bin ja ein alter Sack. Bei mir ist Feiern, wenn ich abends nach Hause komme und muss nicht mehr die Spülmaschine einräumen. Das ist Feiern. Bei euch bedeutet das, ihr seid mit dem Zelt unterwegs, zum Beispiel auf Festivals. Jetzt wart ja lange keine Festivals mehr. Habt ihr das gemerkt? Ja, 2020, 2021 gar keine Festivals, komplett weggebrochen durch Corona. Aber dadurch konnten wir den Verkauf besser aufbauen und dadurch sind die geilen Produkte entstanden, die wir davor schon auf den Festivals getestet haben. Aber die konnten wir dann so richtig in den Verkauf noch mit aufnehmen. Also nicht nur auf den Festivals, sondern eben auch in den Verkauf. Und das haben wir während Corona gemacht, den Verkauf weiter aufgebaut und jetzt nach Corona Festivals wieder voll da. 2022 ja, wurde wieder ordentlich gefeiert auf den Festivals. Ja, die Chinesen produzieren Kühlboxen wie Sand am Meer. Eure sind ein bisschen anders. Ein wesentliches Merkmal ist, die hörst du kaum. Genau, richtig. Also genau, Kühlboxen gibt es wie Sand am Meer. Wir haben das Teil jetzt schon seit 2-3 Jahren stetig verbessert. Und das Neueste, was wir jetzt rausgebracht haben, ist Q-Air, nennen wir das Ganze. Quiet Air System, also leiser Lüfter mit eingebaut. Dadurch sind die Kühlboxen besonders leise. Also gerade für den Campingbereich, wenn du daneben schlafen willst, das kann man mit den Kühlboxen und das kann momentan noch kein anderer. Ja, sind die wirklich sehr leise? Sehr, sehr leise. Also die hörst du nicht. Die hörst du nicht. Die meisten hörst du richtig. Entweder ist da ein Netzteil, was lärmt, also was einen Lüfter drin hat, oder in der Box ist ein Lüfter. Warum brauche ich überhaupt einen Lüfter da drin? Naja, du hast den Kompressor, der eben für die Kühlung sorgt in der Kühlbox und der muss runtergekühlt werden, sonst wird der zu heiß. Und wenn er zu heiß wird, dann steigt immens der Stromverbrauch. Deswegen muss der Kompressor auf jeden Fall. Ach so, wenn er heiß wird, sind die ineffizient. Genau, ja, steigt der Stromverbrauch. Deswegen wird der runtergekühlt mit dem Lüfter und der muss halt besonders effizient sein. Jetzt denkt man, so PC-Lüfter, die kosten ja nicht die Welt, gibt es ja wie Sand am Meer, aber die haben ganz besondere Anforderungen. Es kann zum Beispiel auch mal feucht werden, oder? Also feucht im Sinne von, dass die Luft feucht ist, oder? Ja, die sollten am besten möglichst nicht feucht werden. Ja. Ich sag mal, wenn jetzt Nebel ist, du bist jetzt auf dem Festival, früh morgens, dann hast du ja Luftfeuchtigkeit gegen 100%, das macht dir nichts. Ja, das macht dir nichts. Nee. Also wir hatten die auf Festivals in Gebrauch, da gab es keine Probleme. So, da sind wir. Wichtig ist ja, wir sind ja in der Marktwirtschaft. Ihr könnt die Dinger ja nur verkaufen, wenn der Preis stimmt. Sind die preislich attraktiv? Die sind absolut attraktiv. Also wir sind auf jeden Fall im unteren Preissegment. Das ist auch gerade unser Ding, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben eigentlich die gleiche Leistung wie die großen Player und sind einfach im unteren Preissegment. Also das ist schon tatsächlich hier wirklich eine Einzelheit. Das leise System plus die gute Kühlleistung zu dem Preis, das ist wirklich einzigartig. Ihr seid auch der Inverkehrbringer, das ist eine ganz wichtige Sache. Also ganz oft hast du die Problematik, du kaufst irgendwas bei eBay, bei Amazon, da hast du eine Versandadresse aus Polen, Ungarn, Tschechien, keine Ahnung, wo die alle herkommen. Da weißt du, da steht zwar ein deutscher Inverkehrbringer, aber im Zweifel ist der in einem halben Jahr nicht mehr da. Euch kann ich nach deutschem Gesetz an das Schlawittchen nehmen, sollte so eine Kiste abbrennen, seid ihr vollumfänglich dafür verantwortlich. Ihr bringt die selber in den Verkehr. Genau, richtig. Wir importieren die, wir lassen die in China herstellen. Wir haften dafür auch vollständig und uns wird es in den nächsten Jahren auch noch geben. Also falls mit den Kühlboxen irgendwas sein sollte, hat man keinen chinesischen Ansprechpartner oder polnischen, sondern da ruft man bei uns an und kommt da auch immer durch. Ja, aus China kriegst du alles, was du willst, von dem hochwertigsten iPhone, ein Tesla 3 kriegst du auch mittlerweile aus China alles. Wenn du nur bereit bist, so wenig wie möglich zu zahlen, kriegst du auch alles so billig wie möglich.
da die Balance zu finden, weil das Ganze muss ja bezahlbar sein und die Chinesen bauen ja alles. Dann musst du das Ganze in China ja auch noch abnehmen. Am besten, du hast jemanden vor Ort. Wie oft seid ihr in China? Wir waren tatsächlich noch nicht in China, aber wir haben jetzt in einem Monat das erste Vor-Ort-Meeting geplant, das Audit geplant. Aber wir lassen jede Charge von uns 10% kontrollieren. Also wir haben da in China eine Quality Inspection, die 10% immer komplett unter die Lupe nimmt, also wirklich 30 Seiten Bericht. Und so halten wir die Qualität hoch. Also da schauen wir halt, dass die Qualität passt, genau ist. Allerdings hat Corona auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass wir gar nicht nach China konnten. Also China war die letzten 3 Jahre quasi zu und deswegen konnten wir gar nicht. Und jetzt machen sie langsam wieder auf und jetzt sind auch wir, haben es uns ganz oben hingeschrieben, da hinzufahren. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, Fernost, da kommen die her. Das ist nicht so, dass man die in Deutschland nicht bauen könnte, aber die Lohnkosten da sind viel geringer. Die Qualität, die ihr habt, Ausfall, Reklamationen, das ist ja auch so ein Thema. Wenn man ein gutes Produkt baut, dann hält es ja auch lang. Was macht euer Gerät aus? Warum hält das so lange? Also gerade eben diese Quality Inspection in China. Also unser Produzent weiß ganz genau, dass er Qualität liefern muss und das merkt man einfach, weil wir sonst nicht abnehmen. Und der Produzent weiß auch, wenn er diese Qualität nicht liefert, dass er dann einfach Umsatzeinbußen hat. Und das ist einfach der größte Hebel, den man hat. Und den haben wir mittlerweile durch extrem hohe Stückzahlen. Und so können wir unsere Qualität immer gewährleisten und auch wirklich gute Bauteile verbauen. Also da sind wir auch im ständigen Austausch mit unseren Produzenten, dass wir da genau wissen, was wird verbaut und welche Qualität hat es letzten Endes auch. Ja, du brauchst hier keinen Schuko-Stecker, weil das Hochvolt-Netzteil ist getrennt. Und das ist eine Besonderheit. Das heißt, ich kann mich hier am Gehäuse nicht elektrisieren. Spannungen, was kommt da raus aus dem Netzteil? Aus dem Netzteil kommen 14 Volt raus, 14,5 Volt. Davon stirbt man nicht. Davon stirbt man nicht. Gleichspannung ist in der Regel nicht schädlich. Nee. Und diese Geräte selber, da ist jetzt kein Schutzkontakt dran, braucht man auch nicht, weil die sind komplett gekoppelt, da kann nichts passieren. Das Netzteil kriegt man einzeln. Sollte das jemals durchbrennen? Dann kriegt man von uns kostenlos ein neues. Ja, ist so. Brennen die durch? In der Regel nicht, ne? Nicht, wenn man es macht. Das Ganze kann ich an 12 Volt betreiben. Die Leistungsaufnahme, was zieht so eine Box? Die zieht, wenn sie an ist, es gibt 2 verschiedene Modi, einmal den High-Modus und einmal den Eco-Modus. Im High-Modus 45 Watt und im Eco-Modus 35 Watt. Also rund 4 bis 5 Ampere. Aus so einer Steckdose beim Auto kommen ja im Regelfall so 10 Ampere raus. Bei 12 Volt könnte ich also locker durchgehend betreiben. Das sind Multifunktionskühlboxen. Oft werden sie verwendet im Außendienst. Hinten kennt man ja, du hast einen Volkswagen oder BMW, da ist eine 12 Volt Steckdose, machst die hinten rein. Wie kalt können die denn? Können die frieren? Sie gehen bis minus 20 Grad und eben auch auf 12 Volt. Also ein 12 Volt Kompressor, der macht bei 12 Volt genauso kalt wie bei 230 Volt und minus 20 Grad, kein Problem. Okay. Wenn man im Sommer natürlich ein extrem heißes Auto hat mit 60 Grad, dann werden die extremen Temperaturen dann auch schwierig, aber die kühlt ohne Probleme im Auto. So, jetzt hat man hier verschiedene. Preislich werden die wahrscheinlich gar nicht so groß divergieren, oder? Das heißt, von der ganz kleinen, der Aufwand ist immer der gleiche fast. Richtig, also die sind ja auch sehr gleich aufgebaut, das haben wir auch mit Absicht gemacht. Die haben immer die gleichen Grundmaße, nur die Höhe ist unterschiedlich. Das heißt, wir haben da auch sehr viel gleiche Bauteile, wodurch wir auch einfach kostengünstig produzieren können. Und der Verkaufspreis variiert, glaube ich, zwischen 40 € von der kleinsten zur größten. Also geht. 309. Also nochmal. Wir haben heute den 31.03.2023. Ich erwähne das deswegen, weil die Preise, haben sich die stark erhöht in letzter Zeit? Klar, vor einem Jahr hatten wir da noch ein bisschen Probleme mit den hohen Lieferkosten aus China und dem schwachen Euro-Dollar-Kurs. Die Container sind jetzt billiger? Die sind jetzt billiger, genau, deswegen sind wir da ein bisschen runtergegangen vom Preis. Und die kosten jetzt von der kleinsten beginnend. Also 309? Genau, 309, ASG 25 und dann geht es im 10er Schritt hoch, 319, 329 und da haben wir noch einen 20-Euro-Sprung auf 349. So, jetzt sind wir hier in Bayern. Der Schwabe würde jetzt sagen, ich nehme die größte. Die hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, aber es spricht was dagegen. Wenn ich die nicht reinkriege, dann bringt mir die beste Box nichts. So ist es. Dann muss man eine Nummer kleiner nehmen. Die größte hat den Vorteil, dass auch 1,5 Liter PET-Flaschen reinpassen, von dem her super praktikabel. 1,5er? 1,5er, genau. Habt ihr welche da? Eine? Ob wir eine da haben? Ja. Das ist eine gute Frage. Habt ihr Bierflaschen da? Wir sind ja in Bayern. Da wurde ich von unserem Werkstätten letztens auch schon kritisiert, dass wir kein Bier mehr aktuell im Kühlschrank haben, dass es sonst immer der Fall war. Ich glaube. Also das ist jetzt so eine typische 1 Liter, was ist das? 1 Liter Flasche. Aber die ist schon relativ hoch. Schon sehr hoch, ja. Ich glaube, in die 40er passt hier dann gerade nicht rein. So, machen wir mal zu. Doch, da geht's dazu. Noch rein, aber 1,5 Liter passen hier gerade nicht rein. Habt ihr die oben eingebuchtet? So ein ganz kleines bisschen. So.
Aber ich sag mal, die stehen da drin, da ist jetzt so viel Platz drin. Es gibt ja auch 2 Liter Flaschen auf der Tanke, Cola oder so. Die gehen gerade so rein? Oder? Ich glaube, die gehen auch rein, weil die gehen ja mehr in die Breite, diese Colaflaschen. Ich denke, dass die da auch reinpassen. Ja. Das Scharnier, auch da kann man Fehler machen. Man kann, glaube ich, alles bestimmen bei den Herstellern. Ja, genau. Also ich kenne auch andere Hersteller, die haben hier Plastikscharniere ohne Zugkette. Und wenn man da den Deckel zu weit aufmacht, gerade auf Festivals, dann knickt das Scharnier um. Hier haben wir extra eine Zugkette, also da kann man, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter weggeht, da kann man auch dagegen drücken, da passiert nichts bei den Scharnieren. So, Noch extra rostfrei, sorry für die Unterbrechung. Das war ganz am Anfang noch so, dass sich da oft Wasser gesammelt hat, gerade wenn man die sauber gemacht hat, im Scharnier selber. Da haben die ganz früher mal angefangen zu rosten, aber mittlerweile ist das rostfrei, das heißt gar kein Problem und sehr stabil. ihr habt wann angefangen eigentlich? 2017. 2017 mit den Boxen. Also, hier sind die Boxen. Wir werden gleich ein kleines Video machen. Ihr habt eine Weltneuheit. So neu ist es nicht. Ihr habt eine Dual-Box entwickelt, die auch extrem leise ist. Die gucken wir uns gleich mal an. Preisig, habt ihr schon eine Idee? Ähnlich. Genau, 319. Also, die könnte rechts frieren, links kühlen? Genau, richtig. Einmal gefrieren, einmal kühlen. 2 verschiedene Kompressoren? Nee, das ist ein Kompressor, der für die 2 Kühlzonen sorgt. So, wenn ich die haben möchte, ihr habt ja keinen Präsenzverkauf oder ist hier ein Ladengeschäft in München, wo ich vorbeikommen kann? Hier. Wir haben hier in Gröbenzell jetzt den Showroom eröffnet. Da wird immer ein Mitarbeiter zur Verfügung stellen oder wir auch da sein. Also falls jemand Fragen hat, sich die Produkte mal anschauen will, kann er gerne bei uns vorbeikommen. Anrufen vorher? Anrufen vorher, nee, aber auch einfach vorbeikommen. Wir hatten unsere Öffnungszeiten 9 bis 17 Uhr, ist immer jemand da und kann man gerne vorbeikommen, vorbeischauen. Dienstags. Dienstag, montags am besten nicht ganz früh vorbeikommen, aber dienstags gerne, lieber. Nein, aber montags bis freitags. Also von Freitags, 9 genau. bis? 9 bis 17 Uhr. 9 bis 17 Uhr. Ja, klingt cool. Also Plug-in-Festivals. Wie kam der nochmal auf die Idee für den Namen Plug-in? Ganz ursprünglich haben wir unsere Bachelorarbeit, das war eine Akkukiste, die haben wir auf dem Festival mitgenommen, in Prototypen, waren die einzigen, die Strom hatten und da ist der Name entstanden und auch die Geschäftsidee, diese Akkus auf Festivals zu vermieten und daher Plug-in Festivals. Ihr habt die vermietet am Anfang? Wir vermieten die immer noch, also wir vermieten bis zu 3000 von diesen orangenen Akkus da vorne auf mittlerweile allen Festivals in ganz Deutschland. Ach so, ihr steht da mit den Dingern und sagt, hört mal zu, ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten, 4 Tage dauert das Festival, ihr habt einen vollen Akku oder nicht. Richtig. Ist das geil? Ihr habt kühle Getränke oder nicht, ja, genau. Mein Sohn ist 10, weiß, was der jetzt vermietet hat in der Schule. Hat wirklich vermietet gegen genau, einen Stressball. Mittlerweile 5 Stück. Mit 10 schon ein Stressball. Nein. Ach, das war total witzig. Meine Frau hat ihm einen Stressball geschenkt, hat damit in die Schule genommen, hat den vermietet und hat festgestellt, weil jeder wollte den haben, hat er gesagt, du darfst den eine Stunde haben, ich krieg eine Pokémon-Karte von dir. Das wird auf jeden Fall mal ein Geschäftsmann. Auf jeden Fall. Ich befürchte ja, weil das ist so, kommt doch immer, was muss ich denn tun, damit ich V-Bucks kriege? Ja, gut, aus dem Alter seid ihr raus. Das ist eine kleine Box, ihr verkauft die noch? Die verkaufen wir jetzt auch wieder, genau. Travelbox 500 Plus, besonders robust, eben gerade für den Einsatz auf Festivals super geeignet. Feucht werden darf die? Kann feucht werden, dafür sind eben an der Seite diese Klappen. Das ist dann eben so ein IP-Cover. Also Spritzwasser. Genau, Spritzwasser geschützt, dass man da eben auch mal ein Bier drüber kippen kann. Kann die 12 und 230? 12 und 230 Volt, genau. Ich kann die IP-Cover mal runter tun. Ja. Also die gibt es schon länger? Die gibt es schon länger, ja genau. Die gibt es schon seit 2 Jahren. Ist da Lithium drin, oder? Lithium-Ionen-Akku, genau, mit einem Wechselrichter eben, wo man hier dann seitlich, wenn sie geladen wäre, könnte man den Akkustand sehen. Die ist jetzt leer. Kann man hier 230 Volt eben anstecken, hier Handy laden, sogar USB-C-Anschluss und auf der anderen Seite ist noch der 12 Volt Anschluss, dass man eben eine Kühlbox anstecken kann. Jetzt, gut, Idee habe ich verstanden. Das heißt, ihr habt damals Kühlboxen vermietet, wahrscheinlich mit den Travelboxen als Paket und da kam das Ganze. Ja, wenn ihr die haben möchtet, ihr habt gesagt, ihr macht viele Stückzahlen, ihr seid teilweise ausverkauft. Wie habt ihr das Marketing denn gemacht, ja, bevor es mich gab? Bevor es nicht gab, wir haben früh eigentlich angefangen mit Influencer-Marketing, also auch YouTuber, haben mittlerweile natürlich auch unseren eigenen YouTube-Kanal, wo wir ein paar Videos machen, natürlich niemals so groß, aber ich glaube, das authentische Erklären von Produkten kommt immer ganz gut an und natürlich auch die üblichen Sachen wie Google Ads haben wir mittlerweile. Wir haben auch Marketingagenturen, die alles für uns schalten, also ja. Sehr cool. Ihr sucht jetzt niemand, also ihr habt kein Wiederverkäufernetz, oder? Das heißt, wenn einer das sieht? Doch, also wir verkaufen mittlerweile auch an Camping Wagner, Cyberport, also wir machen B2B auch, alle möglichen Shops, die interessiert sind, unsere Kühlbox zu verkaufen, sind natürlich herzlich eingeladen, uns anzuschreiben.
Darf ich mal kurz da reingucken? Da ist eine offen. Da unten? Ja. Oder ist das eine alte? Oder? Das ist eine alte tatsächlich. Das ist eine alte, aber das System ist immer dasselbe. Das ist wie zu Hause ein Kompressorkühlschrank, oder? Genau. Kompressorkühlschrank, Kondensator, ein Kondenser, also auf Englisch Kondensator und ein Fan. Und da gab es dann eben auch für dieses Q-Air ein paar Besonderheiten, die da angepasst werden mussten in diesem gesamten Vierergespann, das da ist. Und dann haben wir es jetzt geschafft, endlich die Kühlboxen sehr, sehr leise zu machen. Ihr seid noch Partner vom Rock am Ring eigentlich? Das ist die Firma Cross Tools tatsächlich, das sind nicht wir. Also der Hersteller der Travelbox ist Partner von Rock am Ring, ja. Ich sehe das gerade, hier vorne steht es nämlich. Sehr cool. Ja. Also, wir sind bei Plug-in Festivals. Das Ganze findet ihr auf pluginfestivals.de. Zusammengeschrieben? Oder? Ja, pluginfestivals.de. Ja. Und das letzte Mal haben wir das gezeigt vor fast 2 Jahren, oder? Ja. Hat das jemand geguckt, das Video? Oh ja, viele haben es geguckt. Ich glaube, das Kühlbox-Video, waren auch 30.000 mindestens. Ja. Das EcoFlow-Video über 100.000. Sehr schön. So, und damit das Ganze auch funktioniert, kann man solche Solartaschen auch anschließen. Die werden wir uns jetzt mal angucken. Gerade eben hat es noch geregnet und gestürmt. Komm, wir gehen mal kurz raus. Scheint die Sonne, da sind wir. Also geht auf die Seite, kauft den Jungs die Bude leer, sie haben es verdient. Er hat sogar so viel Geld schon verdient, dass er sich einen 3er BMW Kombi kaufen konnte. Ja, gebraucht und günstig. Tschüss, danke.